Ihr habt euch ein Ugreen NAS zugelegt und möchtet gerne Dateien zwischen euren Endgeräten wie PC, Notebook oder aber auch Mobilgeräten mit dem NAS entsprechend synchronisieren, oder ihr möchtet Backups von wichtigen Daten auf dem NAS entsprechend hinterlegen. Dann seid ihr bestimmt schon auf die Ugreen App Sync and Backup gestoßen. Wie man diese App entsprechend einrichtet und welche Funktionen die wirklich bietet, das soll Bestandteil dieses Videos sein. Und wenn ihr interessiert seid, dann bleibt einfach dran. Nach dem Intro, dann machen wir weiter. Ja, hallo, ich bin Thorsten von Haus & Technik und willkommen zurück zum Video und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute geht es um das ganze Thema Sync- und Backup-Applikationen, die von Ugreen entsprechend im Betriebssystem für Ugreen NAS-System, dem sogenannten UGOS, als Applikation entsprechend mitgeliefert wird. Ich möchte euch ganz gerne zeigen, wie man die Applikation entsprechend installiert, wie man sie einrichtet unter dem NAS, also einmal unter der Web-Oberfläche, aber auch natürlich unter Windows, beziehungsweise für Apple gibt es da auch ein entsprechendes Pendant. Das kann man sich alles von der Ugreen Homepage dann entsprechend herunterladen. Ja, und da unterscheiden wir eigentlich auch zwei Funktionalitäten hier, die wie im Namen der App ersichtlich sind, hier so ein klein wenig zusammengeführt sind. Nämlich das ist einmal das Thema Sync, das heißt also, dass hier Daten zwischen euren Endgeräten und dem NAS entsprechend synchronisiert werden. Das geht in beide Richtungen oder das geht auch eingeschränkt. Das schauen wir uns nachher noch ein klein wenig genauer an. Und zum anderen natürlich das ganze Thema Backup, was entsprechende Sicherungsfunktionen entsprechend bietet, um Daten von euren Endgeräten auf das NAS zu sichern oder aber auch das NAS in andere Richtungen entsprechend selber auch abzusichern. Ja, als Voraussetzung für dieses Video benötigt ihr natürlich ein Ugreen NAS, sonst geht es nicht. Und da ist es aber völlig unerheblich, ob ihr mit einer DXP 2800 unterwegs seid oder wie ich hier bei mir mit einer DXP 4800 Plus, oder ob ihr sogar ein 6 oder 8 Bay NAS-System von Ugreen da euer eigen nennt. Weiterhin sollte das UGOS als Betriebssystem natürlich auf dem NAS entsprechend schon mal installiert sein und auch eingerichtet sein. Die Basiseinrichtung, wie man ein Ugreen NAS entsprechend einrichtet, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ich verlinke euch das hier und auch unten in der Videobeschreibung, dann schaut da gerne noch mal rein, dann wisst ihr da auch, was da zu tun ist. Ja, starten wir mit der Installation der Sync- und Backup-Applikation. Ein kurzer Hinweis vielleicht noch vorab: Wer seine Daten mit einer Versionsverwaltung versehen möchte, der benötigt hier bei Ugreen dafür eine separate Applikation aus dem App Center, die nennt sich Dateiversionen. Diese muss separat installiert werden und soll explizit auch nicht Bestandteil dieses Videos hier sein. Wenn ihr daran Interesse habt, dass ich dazu noch mal etwas separat mache, dann schreibt mir das bitte unten in die Kommentare und dann sehen wir, was sich machen lässt. Ja, sofern ihr die Ugreen NAS Client Applikation schon auf eurem Endgerät, Windows, PC oder Mac entsprechend installiert habt, dann könnt ihr den nächsten Schritt, den wir hier machen, auch überspringen. Für alle anderen ladet bitte von der Ugreen Homepage, wie hier zu sehen, die entsprechende Client-App für Windows oder für Mac OS herunter und installiert die entsprechend. Den Link zu dieser App habe ich euch unten in die Videobeschreibung gepackt. Ja, ihr könnt natürlich die Sync- und Backup-App auch über die Web-Oberfläche eures NAS entsprechend installieren. Allerdings könnt ihr dann bei den Synchronisations- und Backup-Aufgaben nicht eure Endgeräte einbeziehen, sondern nur das NAS direkt. Damit erhaltet ihr aber auch einen Hinweis mit dem Link auf diese NAS-Applikation, da diese zwangsläufig benötigt wird, um entsprechend Endgeräte einzubeziehen. Aber wir wollen ja auch Endgeräte synchronisieren bzw. sichern. So, ja, nachdem die App nun installiert wurde oder nachdem ihr die App nun installiert habt, öffnet ihr diese einfach und erhaltet dann entsprechend die gezeigte Maske. Hier klickt jetzt bitte auf Neues Gerät registrieren und damit sucht jetzt die Applikation in eurem Netzwerk nach einem Ugreen NAS. Ja, so, und sobald da ein entsprechendes Gerät gefunden wurde, wird das auch entsprechend angezeigt und in dieser Maske jetzt einfach bitte auf Verbinden klicken. So, und damit sollte sich jetzt eine Anmeldemaske öffnen, ne, wie zu sehen. Und da müsst ihr jetzt bitte einfach mal euren Nutzernamen sowie das zugehörige Passwort des gewünschten Ugreen NAS-Kontos eintragen. Das ist natürlich das gleiche Kennwort wie das, was ihr auch, sage ich mal, in der Web-Oberfläche verwendet, wenn ihr euch in euer Ugreen NAS entsprechend einloggt.
Der Haken bei Passwort merken, der ist als Default gesetzt. Das kann man so lassen, oder ihr müsst bei jedem Start der Applikation dann entsprechend nochmal euer Passwort eingeben. Das müsst ihr anhand eures Umfeldes entscheiden, ob das so geht oder ob ihr das jedes Mal neu eingeben wollt. Empfehlenswert ist allerdings, den Haken zu setzen bei automatischer Anmeldung. Ansonsten müsstet ihr jedes Mal, wenn der Rechner hochfährt, müsstet ihr entsprechend die Applikation dann auch manuell starten. Und wenn ihr einen Sync machen wollt von euren Daten, dann ist das eigentlich eher hinderlich, weil dann geht man davon aus, dass die App immer im Hintergrund läuft und auch guckt, welche Synchronisierungsmöglichkeiten oder welche Maßnahmen man da ergreifen muss. Ja, und damit wären wir mit der Installation auch schon durch. So. Wenn die Installation durchgelaufen ist, dann finden wir uns hier auf der Ugreen NES App in unserem Windows oder auf unserem Windows-Rechner, beziehungsweise, sofern ihr einen Mac benutzt, natürlich bei euch auf dem Mac auch entsprechend wieder. Und ja, wir wollen die Sync and Backup Applikation installieren und dafür gehen wir einfach mal auf das App Center. Und bei mir taucht jetzt zum Beispiel die App gleich hier oben bei häufige NES-Software entsprechend aus. Sollte das bei euch nicht der Fall sein, dann scrollt bitte einfach hier einfach runter, dann taucht die hier irgendwo auf. Ne? Hier ist sie zum Beispiel, also ich kann jetzt hier drauf gehen oder da drauf gehen. Also ich tippe jetzt einfach mal hier auf Installieren. Jetzt fragt er mich, an welchem Ort ich das installieren möchte, auf welchem Volume. Ich habe nur ein Volume, also installiere ich das natürlich jetzt auch hier auf dem Volume 1. Und ja, dann dauert das jetzt einen kleinen Moment. Und im Hintergrund arbeitet jetzt der Server und installiert entsprechend die Applikation. So, und da kommt auch schon die Meldung, das ist erfolgreich installiert. So, dann machen wir das App Center mal zu. Und jetzt finden wir hier natürlich die Sync and Backup Application auf unserem Home Desktop hier vom Ugreen NES. So, da gehen wir jetzt mal drauf. Und dann gelangen wir in die Übersicht und da steht jetzt erstmal normal und ja, da ist jetzt auch nicht wirklich viel zu sehen. So, jetzt gibt es hier weitere Kapitel und bevor wir auf Synchronisieren, Sichern und Wiederherstellen und so weiter gehen, würde ich sagen, wir fangen einfach mal mit den Administrator-Einstellungen hier unten an. Und hier gibt es eigentlich nicht wirklich viel einzustellen, aber das eine oder andere ist vielleicht ganz interessant, nämlich wenn wir jetzt einfach mal hier auf dieser Kapitelkarte allgemein bleiben, der Administrator-Modus, der ist aktuell aus und wenn wir hier mal auf das i-Schildchen gehen, dann steht hier, nach der Aktivierung können Administratoren die Verbindung anderer Benutzer in der Übersicht anzeigen und verwalten. Aha, gut. Also wir machen das einfach mal an. Gut, sagen hier übernehmen. Ist erfolgreich eingestellt. Und jetzt gehen wir in die Übersicht und sehen, Verbindungsinformation. Der sagt also, ich bin also mit dem entsprechenden, mit der Applikation verbunden. Okay. Das heißt, wenn ich das jetzt wieder ausmache, dann verschwindet das da auch. Das wird natürlich dann interessant, wenn nicht nur ein Nutzer sich da zum Beispiel verbunden hat, sondern vielleicht auch gleich mehrere. Ne? Das heißt also im familiären oder vielleicht auch im Unternehmensumfeld. Ansonsten ist das jetzt nicht ganz so dramatisch, ob man das sieht oder ob man das nicht sieht. Aufbewahrung, Entschuldigung. Auch hier schauen wir uns das nochmal an. Ja, nach der Aktivierung behält das System automatisch historische Versionen von Dateien für den mit Synchronisationsaufgaben verknüpften persönlichen Ordner auf, um die Sicherheit der synchronisierten Daten zu gewährleisten. Wenn ich das jetzt mache, dann kommen wir dahin, wo ich gerade schon mal war. Bitte gehen Sie zuerst zum App Center, um Dateiversionen zu installieren. Das heißt also, hier fragt er dann oder weist er uns direkt darauf hin und sagt, wenn du das also möchtest, dann bitte erst Dateiversionen installieren, ansonsten geht es halt nicht. Ich lasse das jetzt hier auf aus. Ja, haben wir ja so gesagt. Und hier gibt es eine Reinigungsrichtlinie. Also diese Reinigungsrichtlinie sagt eigentlich nur die Übertragungsprotokolle, die entsprechend hier gelistet werden. Welche Aufbewahrungszahl wir hier haben, ne, das lässt sich einstellen. 1 Million, 3 Millionen, 5 Millionen, wer das braucht. Und die Aufbewahrungszeit 1 Monat, 3, 6 Monate und 1 Jahr. Ich lasse das jetzt hier alles einfach mal so stehen, wie es ist. Das könnt ihr, wenn ihr Bedarf da habt, entsprechend justieren oder aber auch so lassen, wie es ist. Dann haben wir hier noch einen Reiter Geschwindigkeitsbegrenzung. Das heißt also, hier kann man dann zum Beispiel einstellen, dass man sagt,
ich habe ein Geschwindigkeitslimit. Ne? Also ich möchte nicht, dass, weiß ich nicht, jemand da mit voller Performance und andere haben dann vielleicht überhaupt gar keines mehr, sondern keine Möglichkeit mehr, sondern ich kann hier entsprechende Limits eingeben, damit die Nutzer hier entsprechend auch miteinander arbeiten können. So, das lassen wir auch mal aus, das ist nicht ganz so wichtig. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in den nächsten Punkt, und zwar ist das dann das Protokoll. Hier sieht man zum Beispiel, oder sind alle Protokolle, und das sehen wir dann vielleicht nachher noch, wenn wir dann auch mal synchronisiert haben oder haben mal ein Backup gemacht, dass hier dann nämlich entsprechend protokolliert wird, was hat das System eigentlich gemacht oder was hat die Applikation eigentlich gemacht, was wurde synchronisiert oder beziehungsweise, Entschuldigung, was ist da eigentlich am Ende des Tages passiert. Also Übertragungsprotokoll. Und dann gibt es hier noch ein Betriebsprotokoll und hier wird entsprechend protokolliert, was an besonderen Thematiken ist, die im Betrieb aufgetreten sind. Also jetzt nicht das, was übertragen wurde, sondern ob irgendwie etwas Außergewöhnliches halt passiert ist. Ja, kommen wir zum ganzen Thema Synchronisieren. Da gehen wir hier drauf, ne, und sehen jetzt hier einfache Datensynchronisation zwischen Ugreen, NAS und anderen Geräten. Jetzt sagen wir möchten gerne eine Synchronisation erstellen. Und wir sehen jetzt hier, dass wir zwei Möglichkeiten haben. Einmal ein anderes Ugreen NAS synchronisieren. Das ist das, wo wir gerade schon in der Browser-App entsprechend gesehen haben, was möglich ist. Und das war natürlich hier, die Möglichkeit war in der Browser-App entsprechend ausgegraut. Die haben wir jetzt aber hier in der entsprechenden Client-App, ist die entsprechend möglich. Und das ist ja auch das, was wir tun wollen. Wir wollen diesen Computer synchronisieren oder zumindest Dateien oder Verzeichnisse synchronisieren. So, dementsprechend gehen wir hier auch weiter. Und wenn wir jetzt hier auf den Computerpfad, wir müssen jetzt natürlich sagen, welchen Pfad wollen wir denn jetzt eigentlich entsprechend auswählen. Und da geht jetzt hier ein Fenster auf und das blende ich euch jetzt auch ein. Das ist dieses. Und da wird jetzt gefragt, ja, ne, also welchen Ordner möchte ich denn jetzt eigentlich auswählen? Und ich habe ja einen Testordner angelegt, den wähle ich jetzt aus und sage Ordner auswählen. Dann geht das Fenster weg. Und dann gehen wir wieder zurück zur Ugreen App und dann sehen wir, ist hier oben entsprechend bei Computerpfad steht jetzt C, der Testordner. Das heißt, das ist mein PC-Ordner, den ich synchronisieren möchte. Das muss ich jetzt natürlich noch sagen, wo soll das Ganze hin synchronisiert werden? Und ich sage jetzt einfach mal, das ist eigentlich ist das egal. Wir können auch einen persönlichen Ordner machen und sagen einfach Ordner erstellen und sagen hier, das ist mein Sync-Ordner, wie auch immer. Ja, machen wir dann auch mit C. Dann haben wir den Sync-Ordner entsprechend erstellt und wir sagen bestätigen. Und jetzt steht hier, der NAS-Pfad ist also persönlicher Ordner, der Sync-Ordner. So, jetzt gibt es hier Möglichkeiten Richtung der Synchronisation. Ich persönlich bin ein Freund der Zwei-Wege-Synchronisierung. Das hat den Hintergrund, dass ich hier mehrere Endgeräte habe. Ich habe also ein Notebook, ich habe einen Desktop-PC und meistens ist das so, dass ich also meine Dateien, die ich dann auf dem einen oder auf dem anderen Gerät habe, möglichst auf dem NAS zentral liegen habe und synchronisiere dann eigentlich meine PCs oder mein Notebook und den PC mit dem NAS entsprechend. Das heißt also, ob ich jetzt auf dem Notebook ändere, ob ich auf dem NAS ändere oder ob ich auf dem Desktop ändere, ich möchte an allen drei Orten die gleichen Dateien haben. Und dafür habe ich die Zwei-Wege-Synchronisierung. Ne? Also wie das hier schon gesagt wird, Datenänderungen hinzufügen, ändern, löschen, verschieben und so weiter auf dem Computer oder dem NAS werden auf dem jeweils anderen Gerät synchronisiert. So, wir haben die weitere Auswahlmöglichkeit zu sagen, nur Datenänderungen vom NAS auf den Computer synchronisieren. Heißt also, es wird nur das auf den Rechner oder auf den PC geschrieben, was auf dem NAS verändert wird. Wenn ich auf dem PC etwas verändere, hat das keine Auswirkung auf die Dateien, die auf dem NAS gespeichert sind. So, und hier habe ich jetzt noch den Punkt, der hier defaultmäßig angehakt sind. Wenn die Dateien vom NAS gelöscht werden, werden die Dateien auf dem Computer nicht gelöscht. Das heißt also, das ist quasi ein Löschschutz. Wenn mir das auf dem NAS aus Versehen passiert, dann habe ich die zumindest nur auf dem Computer. Das kann ich aber wegmachen. Das heißt also, auch hier wird das Löschen auf dem NAS auf den Rechner übertragen und dann sind die Dateien komplett weg. Gut. Dann geht natürlich auch der andere Weg rum. Das heißt also, ich kann sagen, nur Datenänderungen vom Computer auf NAS synchronisieren. Das heißt, ne, also alles das, was ich auf dem PC mache, hat Auswirkungen aufs NAS.
Ich kann aber umgekehrt nicht, wenn ich auf dem NAS irgendetwas tue, hat keine Auswirkung auf den PC. Und auch hier gilt Löschschutz, ne? Die Sachen, die ich auf dem Computer lösche, werden nicht zwangsläufig, also jetzt, wenn es angehakt ist, nicht auf dem NAS gelöscht. Wenn ich das abhake, werden diese Dateien auch auf dem NAS entsprechend gelöscht. So, wir gehen wieder zurück zur Zwei-Wege-Synchronisierung und schauen uns noch an, was hier noch an Erweiterungen entsprechend möglich ist. Hier geht es nämlich um das Thema Dateifilterung bzw. Dateikonflikt. Bei der Filterung kann ich jetzt also sagen, oder ich kann Dateien ausschließen, die ich nicht mit synchronisieren möchte. Irgendwelche Systemdateien oder ähnliches. Ne? Also hier steht zum Beispiel Dateien und Ordner mit Präfix Punkt synchronisieren. Ne? Also alles das, was einen Punkt vorneweg hat, wird aktuell nicht mit synchronisiert. Wenn ich das anhake, würde es mit synchronisiert werden. So, und ich kann hier noch Datei, Ordnernamen oder Dateierweiterung entsprechend filtern. Hier ist schon ein bisschen was vorgegeben, ne? Temp-Ordner mit TMP geschrieben, TEMP, Link-Ordner, Swap-Dateien, PST-Dateien und was man sich da alles vorstellen kann, ist hier eigentlich schon so ein bisschen hinterlegt, wo man sagt, das möchte ich nicht. Ich habe aber die Möglichkeit zu sagen, auch eigene Filter noch einzugeben, dass ich sage, ein bestimmtes File oder bestimmte Endung oder was auch immer möchte ich nicht mit synchronisieren, kann es hier entsprechend eingeben. Hier steht, was ich tun kann, brauche ich aber jetzt aktuell nicht und damit ist das auch gut. So, wenn wir auf Dateikonflikt gehen, ist eigentlich hier jetzt gesagt, was passiert eigentlich, wenn ich einen Dateikonflikt habe. Behalte ich die neue Datei und benenne die alte um und habe damit zwei Dateien oder aber überschreibt die neue Datei die alte Datei. Das kann ich mir aussuchen, kann ich hier anwählen. Ne? Aber wie gesagt, würde ich erstmal so lassen. Wir bleiben jetzt hier entsprechend bei den Änderungen und sagen weiter. So, und jetzt ist die Frage, was mache ich? Ne? Eine Sync-Richtlinie habe ich eine Echtzeit-Synchronisierung. Heißt also, sobald ich auf dem Rechner etwas lösche, löscht er das auch innerhalb einer kurzen Zeit, also Echtzeit, auch auf dem NAS. Oder sage ich, ich mache das manuell. Das heißt, ich arbeite erst auf meinem PC, mache da irgendetwas und an einem bestimmten Punkt sage ich, drücke einen Knopf, ne, hier auf dem NAS zum Beispiel, und sage dann, synchronisiere mir alles, was ich heute zum Beispiel auf dem PC gemacht habe, jetzt in Richtung NAS. Kann man so machen. Ich persönlich bin da eher der Freund der Echtzeit-Synchronisierung, weil meistens vergesse ich im Zweifelsfall dann manuell zu synchronisieren. Aber es mag genauso gut Anwendungsfälle geben, wo das manuelle Synchronisieren das Mittel der Wahl ist. Das müsst ihr da bitte für euch entscheiden, was ihr oder welchen Weg ihr da wirklich gehen wollt. So, wir lassen es jetzt einfach mal auf der Echtzeit-Synchronisierung und sagen weiter. So, und hier wird jetzt noch der Name abgefragt. Sync-Aufgabe 1 nennt er das jetzt hier. Und hier ist nochmal die Zusammenfassung. Ziel, welcher ist der lokale Pfad, der Remote-Pfad, die Richtung, ne, 2 Wege und die Richtlinie als Echtzeit. So, wenn wir uns jetzt klar sind, dann können wir sagen bestätigen und dann ist das in Ordnung. So, und jetzt sagt er erfolgreich bestätigt und er sagt, die Sync-Aufgabe 1 hat einen Erfolg gehabt. Und zwar um 17:11 Uhr. Das ist schön. Ne? Also hier Computerfahrt, Testordner und persönlicher Ordner. Da ist das alles in Ordnung. So, das ist schön, dass die beiden Ordner jetzt entsprechend synchronisiert sind. Und jetzt gehe ich einfach mal her hier auf meinem NAS und mache diesen Sync-Ordner hier einfach mal auf. Ne? Der liegt ja hier bei persönlicher Ordner. So, und sage in den Sync-Ordner, da packe ich jetzt zum Beispiel einfach noch einen neuen Ordner rein. Den nenne ich jetzt einfach Testordner, ne, und sage bestätigen. Und dann ist der hier erstmal da. Und dann lassen wir das erstmal. Ich mache das jetzt hier klein. Und wir gucken uns jetzt einfach mal an, was sich denn in dem Testordner getan hat. Und dafür gehen wir jetzt einfach mal auf den Explorer. Und hier sehe ich jetzt, dass der Testordner entsprechend angelegt wurde. Ne? Also das war vorher nicht da und das hat schon mal funktioniert. So, sehr gut. So, wenn ich jetzt sage, ich bin ja jetzt hier auf meinem PC und ich sage jetzt zum Beispiel, das, was ich jetzt mache, ihr seht leider mein Kontextmenü nicht. Das liegt an dem Programm, mit dem ich das hier aufzeichne. Aber das sind Standard-Windows-Anwendungen. Hier ist also keine Raketentechnik, sondern ich mache jetzt einfach ein Textdokument, was hier angelegt wird, ne? Textdokument in Klammern neu und das ist jetzt hier in meinem Ordner entsprechend drin und jetzt würde ich ja auch erwarten, dass dieses Textdokument natürlich auch jetzt hier auf dem NAS entsprechend erscheint und dafür gehe ich jetzt wieder zurück auf die Ugreen App. So, und da gucke ich jetzt einfach mal und sage, wo bin ich jetzt hier? Testordner.
und würde jetzt sagen, so, jetzt, und da ist das Textdokument neu. Ne? Das heißt also, die Änderung ist hier entsprechend auch eingeflossen. Das heißt, diese Echtzeit-Synchronisation, die funktioniert also dementsprechend. Das kann man, wie gesagt, auch nochmal umändern, indem ich jetzt eigentlich sage, ich möchte hier, gehe hier auf mehr und sage, ich möchte bearbeiten und kann jetzt hier noch die Synchronisationsrichtung noch ändern. Ich kann die Sync-Richtlinie auf manuell, ne, wenn ich die auf manuell stelle und sage hier bestätigen, dann kann ich hier jetzt sagen, Sync starten. Ne? Das heißt also, die würde jetzt nicht mehr im Hintergrund laufen, würde Änderungen nicht mehr mitnehmen. Das können wir uns auch nochmal eben angucken, indem ich jetzt einfach hier nochmal einen zusätzlichen Ordner entsprechend erstelle und sage, weiterer Ordner, völlig Wurst, so, der ist dann da. Und wenn ich jetzt entsprechend nochmal auf den Explorer gehe, dann sehen wir, da tut sich nichts. Ne? So, dann gehen wir nochmal zurück auf die Ugreen-App und sagen, ich möchte das jetzt starten. So, und dann läuft er jetzt einmal durch, synchronisiert. Und wenn wir jetzt dann gleich wieder, so, jetzt müssen wir mal eben einen Moment warten, bis der durchgelaufen ist. Das kann einen kleinen Moment dauern. Rödel, rödel, rödel. Eigentlich war es doch nur ein Ordner. Aber gut, wir gucken mal Site Explorer und da sehen wir schon, der Ordner, weiterer Ordner ist also auch hier entsprechend schon enthalten. So, und wenn wir jetzt auf die Ugreen-App wieder zurückgehen, dann sehen wir, ja, der Sicherungsaufgabe hat stattgefunden. Wir können jetzt nochmal in die Protokolle gucken. Da sehen wir also alles in den Übertragungsprotokollen, wie ich das gerade schon gesagt habe, was alles gemacht wurde, zu welchem Zeitpunkt und so weiter und so fort. Und beim Betriebsprotokoll sehen wir eigentlich, wann etwas gestartet, wann was ausgeführt wurde und so weiter und so fort. Das ist dann alles hier entsprechend enthalten. Ja, das war eigentlich schon das ganze Thema Synchronisation. Und dann können wir jetzt auf Sichern und Wiederherstellen gehen. So. Und da sehen wir jetzt, wichtige Dateien automatisch sichern, um die Datensicherheit entsprechend zu erhöhen. Kann ich jetzt hier sagen, entweder ein Backup erstellen oder wiederherstellen. Wir fangen erstmal mit einem Backup an. Wir haben ja noch nichts, ne? Also können wir auch noch nichts wiederherstellen. So, wir wollen diesen Computer sichern und gehen jetzt hier einfach auf Weiter. So, und hier tauchen jetzt die Computerpfade auf, ne? Laufwerk C und Laufwerk D. Und wir gucken jetzt einfach, ich möchte jetzt zum Beispiel das Testlaufwerk oder beziehungsweise den Testordner, den wir gerade hatten, den möchte ich jetzt auch entsprechend sichern. Ne? Da ist jetzt hier Testordner, weiterer Ordner und so weiter. Das haben wir jetzt alles da drin. So, und jetzt müssen wir hier noch ein klein wenig runterscrollen, damit wir den Sicherungszielort entsprechend auch machen können. Und da würde ich jetzt sagen, wir machen hier einen neuen Ordner in den persönlichen Ordner und den nennen wir einfach Backup. Also wie gesagt, den kann man auch in einen, nicht Ordner erstellen, das ist Quatsch, Backup. Man kann den auch hier unter freigegebene Ordner packen, das ist relativ egal. Also ich habe jetzt einfach persönlichen Ordner genommen und sage jetzt bestätigen. So, und damit habe ich jetzt die Aufgabe erstmal schon mal so weit definiert. Und jetzt fragt er mich natürlich Sicherungsrichtlinie. Soll ich sichern nach Dateiänderung oder sagen wir, wir möchten manuell sichern? Da ist natürlich jetzt immer die Frage, was tut man? Manuell sichern würde heißen, ich könnte zum Beispiel einen Task aufsetzen, der sagt, jeden Abend um, weiß ich nicht, 17 Uhr starte mir hier eine manuelle Sicherung. Oder das muss ich aber dann hier in Ugreen oder in dem Ugreen OS muss ich das dann noch entsprechend hinterlegen. Oder ich sage Sicherung nach Dateiänderung. Das heißt also, das Backup guckt hier immer und sagt, okay, hat sich da irgendetwas geändert in dem Verzeichnis, dann muss ich da jetzt auch nochmal eine spezielle Sicherungsdatei machen. Da müsst ihr wissen, was für euch da der bessere Weg ist. Also ich sage jetzt einfach mal, ich würde jetzt einfach mal auf manuell sichern gehen. Da drücke ich einmal den Knopf, dann wird eine Sicherung gezogen und dann weiß ich, welchen Stand ich habe und dann ist das eigentlich auch alles in Ordnung. Für alles andere, für eine Dateisynchronisation in Anführungszeichen,
habe ich ja eigentlich auch meine Synchronisation, die ich ja gerade schon gezeigt habe. Also sage ich jetzt einfach manuell sichern, gehe auf Weiter. Und er nennt das jetzt hier Sicherungsaufgabe 1, ne, und sagt mir hier wieder die Quelle. Was will ich eigentlich sichern? Ich habe den Sicherungszielort, der Sicherungsmodus, Sicherungsrichtlinie, manuell sichern. Und er sagt sofort nach dem Erstellen sichern. Ne, macht Sinn. Einmal jetzt den Task erstellt und dann macht er auch sofort, sichert er das einmal. So und das ist schon los. Ne? Das heißt also, das ist schon erledigt. Der sagt schon, ist erfolgreich und dementsprechend hat das schon gepasst. So, und wenn wir uns jetzt die Dateien hier mal angucken und gehen jetzt hier auf den Backup-Ordner, dann sehen wir, dass das jetzt hier in einer entsprechenden Ordnerstruktur abgelegt wird. Nämlich, der sagt jetzt hier, das ist der Unterordner oder der erste Ordner, der hier entsteht, ist also, um was für ein Rechner handelt es sich eigentlich, Desktop-Büro. Und dann kommt hier Laufwerk C, dann kommt Testordner. So, und dann sehen wir hier, ich habe Testordner, weiterer Ordner, Textdokument und so weiter und so fort. Das heißt also, ich habe jetzt hier ein entsprechendes Backup hinterlegt. So, das ist dann auch alles soweit in Ordnung. Machen wir den mal wieder zu. Jetzt habe ich das ja alles gesichert und jetzt möchte ich ja eigentlich, jetzt stellen wir uns einfach mal vor und dafür, nee, brauchen wir gar nicht. Wir sagen jetzt einfach, ich möchte jetzt auch etwas wiederherstellen und jetzt wird es etwas trickreich. Wenn ich jetzt nämlich der Meinung bin, ich habe ja jetzt eine Sicherungsaufgabe hier erstellt und ich habe jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, also meinen Testordner, da habe ich jetzt irgendwas drin gelöscht oder habe irgendwas überschrieben, dann gehe ich hier auf Wiederherstellen und dann sage ich bitte Wiederherstellungsmethode auswählen und dann sage ich Sicherungsaufgabe, habe ja eine Sicherungsaufgabe erstellt und sage weiter. Und dann sagt er mir, der hat gar keine Wiederherstellungsaufgabe oder der hat gar keine Sicherungsaufgabe. Aha. So, und dann sage ich, naja gut, okay, dann mache ich das halt über eine Sicherungsdatei. Der wird ja irgendwo was hingeschrieben haben. So, und dann sagt er mir, wo habe ich die denn? Also auf dem NAS selber, auf dem Dateiserver, Web oder Async, habe ich nicht benutzt, also kann nur auf dem lokalen Ordner sein. So, und dann gehe ich da jetzt durch und dann sagt er mir, welchen Dateipfad. So, und jetzt bin ich ja nicht ganz sicher. Backup habe ich eigentlich genommen, ne? Dann Desktop-Büro, Laufwerk C, Testordner, wo ist denn jetzt meine Sicherungsdatei? Ne? Weil das, was jetzt passiert, wenn ich hier sage, bestätigen, dann sagt er zu mir, kein Sicherungspaket zur Verfügung. So, das heißt, ich kann die PC-Sicherung, das Backup, was ich da gemacht habe, nicht mit der Wiederherstellungsfunktion wiederherstellen. Das ist Ugreen-like, das ist einfach so. Was ich jetzt machen muss, ist, dass ich jetzt hier zum Beispiel auf meinen Dateiordner gehe und dann manuell hier hingehe und sage, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich sage jetzt einfach mal, ich habe meinen Ordner, weiterer Ordner gelöscht. Und wir können das ja jetzt einfach mal machen. Wir gehen mal auf den Explorer und ich sage jetzt den Ordner, weiterer Ordner, den lösche ich jetzt, dann ist der weg. Und jetzt möchte ich den als Backup wiederherstellen und jetzt gehe ich wieder zurück auf meine Ugreen-App. So, und sage jetzt, diesen Ordner, diesen weiterer Ordner, den möchte ich jetzt wieder her. So, jetzt habe ich hier den Ordner, ne, und den muss ich jetzt entsprechend herunterladen. So, und jetzt gehe ich hier auf das Kontextmenü und dann steht hier herunterladen. Und jetzt kriege ich wieder eine Maske. Die seht ihr jetzt wieder gerade nicht, da muss ich einmal umstellen. So, die seht ihr jetzt. Das heißt, der fragt mich jetzt eigentlich, wohin willst du jetzt das eigentlich hin runterladen. Und da sage ich, ja, ich möchte das eigentlich jetzt hier auf den Testordner. Und da muss ich jetzt natürlich vorsichtig sein, dass ich nicht den falschen Testordner hier nehme, sondern ich muss auf den gehen, der hier ist, weil das war ja parallel. Und diesen Ordner wähle ich jetzt aus. Und jetzt bin ich wieder zurück in der Ugreen-App. Und dann sagt er mir, ich habe den entsprechend runtergeladen und wenn ich dann auf den Explorer gehe, sehen wir, dass ich jetzt hier den Ordner, weiterer Ordner entsprechend zurückgespielt habe. So, das heißt also, das Wiederherstellen von meinen Backups funktioniert nur manuell hier über diese strukturellen Anforderungen und über das Herunterladen. Das kann gut funktionieren, mag sicherlich auch Leute geben, die finden das gut. Ich persönlich habe da ein Störgefühl, weil wenn ich nicht ganz genau weiß, wo eine Datei war und wo sie hingehört und was damit passiert ist,
dann kann das auch durchaus hier daneben gehen mit dem entsprechenden Herunterladen. Und da bin ich dann doch etwas vorsichtig. Gut, aber das war jetzt das ganze Thema Backup von unserem PC. Jetzt gibt es ja hier zu dem ganzen Thema Sichern und Wiederherstellen, hatte ich ja gerade schon kurz gezeigt, wenn wir hier auf Hinzufügen gehen. Ich kann dieses Ugreen NAS sichern. Ne? So, dann sagt er mir, ich kann das auf irgendeinen Servertyp, entweder ein Async-Server oder über WebDAV, kann ich das entsprechend eingeben mit Serveradresse, dies, das, jenes, ne? Ports und Benutzername, Passwort. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht. Ne? Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn ich jetzt erst auf ein anderes NAS spielen wollte, der zum Beispiel auch so eine Async oder eine WebDAV entsprechend Protokoll unterstützt, dann kann ich mein Ugreen NAS da entsprechend hinsichern. Habe ich jetzt nicht, deswegen kann ich das jetzt hier auch nicht unbedingt zeigen. Das ganze Thema Async-Server sichern ist hier ein Thema, dass ich zum Beispiel einen anderen Server über das Async-Protokoll entsprechend auf den Ugreen-Server sichern kann. Das heißt also auch hier Serveradresse, verschlüsselte Übertragung, Ports, bla bla bla, alles entsprechend muss dann eingestellt werden. Habe ich jetzt auch nicht. Und die letzte Möglichkeit ist hier Sicherung zwischen Speicherpools. Da sagt er mir jetzt natürlich, ich habe nur einen Speicherpool, von daher kann ich das nicht tun. Man muss aber auch dazu sagen, mehrere Speicherpools wird wahrscheinlich nur jemand haben, der aber auch ein Ugreen NAS hat, was ja mehr als 2 Bays entsprechend enthält und eine entsprechende Festplattenkapazität hat. Ansonsten machen 2 Speicherpools ja nur bedingt Sinn. Und von daher ist das auch etwas, was nicht unbedingt jeden betrifft. Aber das sind die Möglichkeiten, die das Sync and Backup hier entsprechend liefert. Ja, und für die gerade vorgestellten Maßnahmen hier, ne, also mit Ugreen NAS und dies und das, dafür scheint auch diese Wiederherstelloption zu sein, weil, wie gesagt, mit PC-Sicherung funktioniert die entsprechend nicht. So, also für alle die auch die Ugreen-App auf ihrem Mobiltelefon entsprechend installiert haben und dazu vielleicht auch noch die Foto-App entsprechend von Ugreen nutzen, die können über die Sync- und Backup-Funktionalität, die auf dem Handy oder mobilen Gerät, was auch immer, Tablet oder was auch immer, gemachten Fotos und Videos entsprechend in einen persönlichen Ordner auf dem Ugreen NAS entsprechend speichern. Und sofern da Interesse an einem separaten Video zum Thema der Foto-App entsprechend und zur Sicherung von entsprechenden Bildern besteht, schreibt es bitte unten in die Kommentare, dann schaue ich mal, was sich da entsprechend machen lässt. Eine Sicherung von Dateien und Verzeichnissen des Mobilgerätes erscheint mir aktuell nicht möglich, also zumindest habe ich da nichts gefunden, was darauf schließen lässt, dass es das irgendwie gibt. Ja, und damit komme ich eigentlich auch schon zum Ende dieses Videos über die Einrichtung und Anwendung der Sync- und Backup-Funktionalitäten eines Ugreen NAS. Leider muss ich als langjähriger Synology-Anwender festhalten, dass man mit der Sync und Backup weder die Synology Drive Cloud Features noch die Backup-Möglichkeiten von Hyper Backup oder von Active Backup entsprechend erreicht. Also hier muss Ugreen definitiv noch nachlegen. Oder wie seht ihr das? Lasst mir eure Meinung da gerne in den Kommentaren unten entsprechend dazu da. Das würde mich auch brennend interessieren, wie ihr das am Ende des Tages seht. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat oder beziehungsweise eher geholfen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Das hilft mir natürlich und auch dem Kanal für Kommentare, Fragen oder Anregungen. Bitte nutzt unten die Kommentarfunktion. Ich lese alles, ich versuche alles zeitnah zu beantworten. Und ja, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel über als zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und gerne wieder hier bei Haus und Technik, eurem Kanal für Technik rund ums Haus. Dankeschön und tschüss.